Willkommen zurück. Da sind wir wieder und wollen uns auf die nächste Mission aufmachen. Nun haben wir ja Story Kapitel 1 schon erledigt. Und wir sollen jetzt zurückkehren zum Blade Home. Das machen wir natürlich. Jetzt, nachdem wir diese riesige Einführung bekommen haben von Elmar und Lynn. Ich muss mich wirklich noch an die Namen gewöhnen. Also Elmar hieß ja immer Elmar, aber von Rin, das man monatelang gesagt hat, jetzt zu Lynn. Oh, wieder so einmal die Zunge brechen, bitte. Aber gut, das kriege ich noch hin. Oh, ein Teechen hätte ich jetzt aber auch gerne. Oder einen Kaffee. Der sitzt da in aller Seelenruhe. Ich. But I can't stay long. I just wanted to pass along a request from the commanding officer. Commander Vandam? Does it have anything to do with our new arrival? Correct. He stopped by while you were out on your tour. He said he'll come back, but that I shouldn't wait to ask him. Here we go. I bet I can guess. You probably can. He wants to fast-track our new friend here for blade duty with a training assignment. What in the hell are we waiting for? As he puts it. The commander does have a way with words. Makes even my pitch sound smooth. I explained about the memory issues, but he didn't see it as a problem. And to be honest, given our current need for blade recruits, I can't say I entirely disagree. Hey, it's not me you need to convince. Blade service is voluntary, remember? Of course. And I would never force or coerce anyone. Well, friend, what do you say? Can we count on you to do your part? Ja, das ist nun unsere Chance. Entweder sehen wir Nagi in die Augen und nicken entschlossen oder zucken mit den Schultern und schütteln mit dem Kopf, laufen weg und gehen uns einen Kaffee suchen. Nein, aber wir wollen ja für Blade da sein, also nehmen wir doch fleißig an. I knew you'd make the right choice. Welcome to the organization. Vielen Dank, Nagi-san. Start on your team. You'll begin training immediately. Yes, Mr. Secretary. With pleasure. All right. Welcome to the Cool Kids Club. Da ist Lynn aber wirklich von überzeugt, oder? Ich finde, sie wirkt jetzt durch die forsche Stimme etwas pubertierender? Ich weiß es nicht. Just to get your feet wet. I guess we should back up a bit. Here in New LA, we're using a specialized computer system called Frontier Nav to help us deploy a sensor grid across Mira. A network of data probes that allows us to monitor conditions and collect all kinds of information about the planet. Expanding that grid and filling in the blind spots is one of Blade's highest priorities. Here, take a look at this. What you're seeing on screen is a terrain map that includes New LA and the surrounding landmass. As you can see, we've divided the area into a series of hexagonal blocks. We call these blocks segments. Together, they form our grid. We determined this was the most efficient pattern, given the limited range of our probes. Based on it, we know exactly where we need the probes to go. Now we just have to install them. The sooner the better, as far as I'm concerned. The Frontier Nav probes can also detect the general locations of living things in the vicinity, which comes in handy if we need to track down a blade or another citizen. Yes, quite handy indeed. So for this first exercise, you'll be heading here, to that white segment. Go there, install the data probe, and then come back home. Got it. East of the city. In that case, we can take the east gate out of the administrative district, right? We should be there in no time. I'll leave the details on the data probe installation procedure to you, Emma. Of course, Mr. Secretary. All right, you two, shall we? Yeah. Auf jeden Fall. Let's go install the hell out of that probe. So, dann nehmen wir Handlungsmission Kapitel 2 doch an. Neues Land gibt es zu entdecken. Das war gerade so ein bisschen
Wie in Mission Impossible, wir haben einen Auftrag und müssen ihn erledigen. Die Musik passte auch ein bisschen dazu. Und es ist ziemlich lustig, weil Elmar und Lynn mir ja vorhin auch etwas über das Westtor erzählt haben. Tatsächlich nehme ich aber meistens den Ausgang übers Osttor, wenn ich nicht über die Stadt hinwegfliege mit den Dolls. Hold on. Are we even sure the East Gate will be open? Last I heard, it was still on lockdown from all the high-level indigent activity. It was, but they just lowered the threat level earlier today. The gates are officially open for business. One of our teams must have gone out there and kicked some furry indigent butt, huh? Wir könnten damit prahlen, dass Elmar und ich dafür verantwortlich gewesen sind, aber wir könnten auch vermuten, dass Irina und Gwyn das Ganze initiiert haben. Und ich will mal nicht so ganz so unverschämt sein und ich vermute mal, dass die beiden es waren. Wouldn't surprise me at all. Irina's team is one of our best. How does she know Irina and Gwyn? We ran into them just before we met up with you. They were on their way out to an assignment. Well, then that settles it. It must have been them, right? Man, forget this amateur hour pro baloney. Those guys are where the action's at. I'll try not to take that personally. But enough talk. We've got our mission to deal with. Let's head out. Roger. Ich bin That bereit. probe isn't gonna install itself. Let's get to the East Gate, shall we? Also an Blade Barracks werde ich mich wahrscheinlich niemals gewöhnen. Für mich ist und bleibt es Blade Home. Es tut mir echt leid. Aber das ist halt immer so. Wenn man ein Spiel spielt, das dann irgendwann lokalisiert wird, kommt es eben dazu. Oh, hallo Eleonora. Sie möchte uns daran erinnern, dass die Karte für uns freigeschaltet ist. Auf dem Gamepad bzw. COM-Gerät wird jeder Segment angezeigt. Wir können uns auf jeden Fall immer darauf verlassen. Das ist ganz gut. Und wir können definitiv auch jetzt dieses Tor verlassen. Das finde ich sehr gut. Und zwar tummeln sich hier die für uns anfangs interessanteren Monster rum. Einige der Namen haben die natürlich auch behalten. Zum Beispiel hier unser lieber Thomas. Liebe Grüße auch an unseren Thomas. Plaudern wir mal ein bisschen. Nelsons Team ist anscheinend verschollen. Sie wollten nur ein paar Datensonden installieren und anschließend direkt in die Stadt zurückkehren. Was ist da bloß passiert? Ich weiß nicht, wem oder was sie da draußen begegnet sind, aber lasst das eine Warnung sein. Man kann auf diesem Planeten einfach nicht vorsichtig genug sein. Das kann ich bestätigen. Das ist wirklich so. Also ihr könnt hier nicht einfach dann so rausrennen und verlangen, dass ihr dann immer sofort die absoluten Gewinner seid. Ihr müsst schon ein bisschen aufpassen, was ihr tut und wohin es euch zieht. Zum Beispiel haben wir ja hier überall Level 8 Gegner, Level 9 Gegner. Nicht zu vergessen, wir sind Level 4. Ich weiß zwar, wo wir hin müssen, aber ich würde sagen, wir trainieren noch ein kleines bisschen, weil ich glaube, dass es nicht so knallig ist, wenn wir da gleich einfach um die Ecke stürmen und diese Sonde aktivieren. Ich bin schon platt. Das kann natürlich auch passieren, wie ich es gesagt habe. Ich meine, gut, das ist auch 3 Level über uns, jetzt gerade am Anfang. Wir haben nicht so viele Möglichkeiten, auch um uns zu verteidigen. Wiederbeleben geht noch nicht, sonst würden es meine Kolleginnen tun. Aber ihr seht ja, selbst Elmar hat wirklich hohe Probleme und jetzt ist Lynn ganz alleine da. Wir könnten zum letzten besuchten Reisepunkt zurückkehren, aber wir geben Lynn noch mal eine Chance. Schließlich kann es manchmal wirklich sein, dass es in der letzten Sekunde doch noch klappt und eure Mitstreiter den Gegner besiegen und dann habt ihr das Ganze umsonst erneut gestartet. Ihr werdet dann natürlich zum letzten bekannten Reisepunkt wieder teleportiert, was nicht ganz so schlimm ist. Ist eher von Vorteil manchmal, wenn man dann noch ein bisschen trainieren möchte.
Weil mit Level 4 möchte ich hier nicht so gerne rumlaufen. Da oben ist ein Level 25er beispielsweise. Zu Beginn ist in dieser Welt natürlich noch nicht ganz so viel los. Das kommt aber nach und nach. Es gibt sehr viele Gegner hier, die dann auch später zu uns stoßen werden. Ich schaue mich mal da hinten um, ob ich da irgendwen entdecke. Na, die beiden Level 6er da vorne, die könnten wir angreifen. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Glück. Denn auch für die größeren Gegner, beziehungsweise die mit einem höheren Level, bekommt ihr auch mehr Erfahrungspunkte. Bis zu 15% können das sein. Und das kann natürlich nur von Vorteil sein. Die nachtaktive Vespa. Sie hat uns im Blick. Aber es ist ja nicht so, als wäre mein Team gerade etwas besser drauf als vorhin. Das sieht doch schon besser aus. Wir sind Level 5 und auch im Rang gestiegen. So, ich würde sagen, den greifen wir auch noch an. Training kann nicht schaden. Locken wir den mal zu uns. Ist auch immer so ein Trick, den ich gerne verwende. Muss nur aufpassen, dass der den daneben nicht auch noch weckt. Weil der hat einen viel höheren Level. Aber der interessiert sich nicht für uns, das ist schon mal sehr gut. Weil sowas kann dann immer in die Hose gehen, wenn die größere Gegner zu uns rufen. Oh. Ja gut. Mal schauen, ob jetzt mein Plan aufgeht. Ich meine, seine KP-Zahl sinkt ja zunehmend. Man sieht es ja. In 20 Sekunden dürfen die den noch platt haben. Na, perfekt. Seht ihr? Klappt doch alles. Und wir sind schon da bei der Datensonde. Mal sehen, was uns da erwartet. Canicula could have killed all these simius. Unless... what? This is bad. What's bad? I don't follow you. That's Canicula. It's a tyrant. Huh? But it looks just like any other Canicula. Think about it. Your typical simius is way higher up on the food chain than your typical Canicula, right? Usually we'd find one simius standing over 3 or 4 Canicula corpses. But here, the tables have been turned. And I don't see a single trace of any other indigents in the area. There's only one explanation. That Canicula is a tyrant. Let me check the Blade Report database. If there's a tyrant this close to the city, someone must have run across it. Bingo. There was a Canicula tyrant sighted not too long ago, but it was a couple of segments further out. It could have followed the blade that spotted it back towards New LA, or come here to feed, or who knows what. That's crazy. I can't believe there's a tyrant right on our doorstep, and HQ isn't doing a thing about it. Well, don't forget why they sent us here in the first place. Frontier Nav's range is still limited. Oh, right. They couldn't track it if there's no local probe. They must have lost it when it went off the grid. So, wir könnten entweder den Tyrann zur Strecke bringen oder uns darüber erkundigen, was ein Tyrann ist. Und das tun wir jetzt einmal. Is given to creatures that pose a special threat in the area. That doesn't always mean raw strength. Some tyrants will actually register as low rank when
creature shows up as a tyrant, you can be sure it's got at least one nasty trait or ability to speak of. The system can't account for everything, though, so don't let your guard down, no matter what rank it assigns. Even some of Blade's very best teams have come back with serious injuries after running into a tyrant in the field. If they come back at all. So, wir könnten natürlich hier entscheiden, dass wir 3 das gemeinsam schaffen können oder dass wir diesen Tyrannen nicht ignorieren können. Ich werde aber meinem Team mal Mut machen. Well, alright. I'm game if you are. Das ist nämlich immer gut, wenn alle motiviert sind. Count me in, Elma. Let's do this. If we're gonna settle here on this planet, we're gonna have to get used to dealing with tyrants now and then. We can't just keep running forever, you know? Besides, I'd never forgive myself if someone else ended up getting hurt because we just left it here. All right, let's do it. But don't push it, okay? Either of you. If we can take it down, great, but if not, even just luring it away would be a moral victory. As long as we buy enough time to install the probe, we can use Frontier Nav to track it, or any other tyrant that comes this close to the city from now on. Just make sure you're ready before we attack. This will be tougher than anything else we've faced. Und das kann ich bestätigen. Tyrannen sind wirklich ihren Namen entsprechend große Blödmänner. So, wir werden erstmal unsere Ausrüstung überprüfen und schauen, dass wir unsere Techniken trainieren. Erst einmal kurz ab in die Ausrüstung und schauen, dass wir die stärkste Ausrüstung anlegen. Das bestätigen wir mal. Gucken, was bei Elma die stärkste Ausrüstung wäre. Aber die werde ich erstmal nicht wechseln, so wie bei Lynn auch nicht. Ich denke nur an mein Survival-Headset müsste eigentlich reichen. Und die Techniken. Man hat ja immer unterschiedliche Techniken und man kann diese auch aufwerten. Und das tue ich jetzt einmal. Auf jeden Fall auch beim Angriff, soweit es geht. Man kriegt ja immer neue Punkte, Trainingspunkte dazu. Und auch Elma werde ich mal ein paar verpassen. Na, und nicht genügend TP. Aber den könnte auch noch ein paar gebrauchen. Verteilt sie natürlich strategisch gut. Vom Techniklevel her. Ihr kriegt zwar immer genug Trainingspunkte, aber man kann nie genug haben. So, ich glaube nicht, dass wir das schaffen können, weil wir erst Level 4 sind, aber probieren wir es mal. Auf jeden Fall muss ich mich hier beschützen. Und bleibt immer in Bewegung. Das ist super wichtig. Besonders wenn ihr es mit Tyrannen zu tun habt. Versucht doch immer alle Kampfrufe entsprechend zu gestalten. Also immer schön ausrufen, wenn es wirklich nötig ist. Na, die Hälfte haben wir schon geschafft. Bisher sieht es ja gut aus. Na, können wir es schaffen? Müssen wir auf jeden Fall sichern hier. So, irgendwer hat mir gerade zugerufen. Na, das sieht doch sehr gut aus bis jetzt. Wie gesagt, bleibt in Bewegung, schaut, dass ihr nicht vom Feind getroffen werdet. Das ist immer das Wichtigste an den Kämpfen mit Tyrannen. Nice work, Lynn. You fought well. You did too.
stay here for long, there's no telling what other playmates might show up. This beam of light indicates a frontier nav site. It marks the ideal spot to bury the probe. Okay, the probe should be ready for insertion. I'll just boot it up. Thanks, Lynn. The top half of the cylinder contains the probe itself. The bottom half is a laser. It dissolves the soil so the probe can burrow to the proper depth. We tried just planting them on the surface at first, but we kept running into problems with the local wildlife damaging the goods. Burying them is going to save us all a lot of time and headaches in the long run. We all set? Yes, ma'am. Whenever you're ready. Why don't you do the honors? You can launch it right from your comm device. Give it a try. So, wir können die Sonde installieren oder uns weigern. Lynn könnte es machen, aber warum nicht wir? Wir müssen ja eh üben. Also, ab damit. Ab durch die Zauberkugel. Good. Now we just need to give it a minute to reach the target depth. And installation complete. We are now online with a solid connection to Frontier Nav. Excellent. See, at the end of the day, there's really not much to it. The hardest part was calculating the ideal probe locations. We need them spread out evenly to maximize data collection. Yep, planting probes is easy. And the more we plant, the more likely we are to find missing crew. So anytime you see a probe site, there's no excuse not to plant that sucker. That'll do it for your training. Let's head back to the barracks and report to Secretary Nagy. So, wir haben sogar wieder Schätze erbeutet. Das ist ziemlich cool. Oh, hallo Lau von den Pathfindern. Sobald wir einen Knotenpunkt finden, drücken wir vor Ort den A-Knopf, um die Sonde zu installieren. Natürlich muss auch das mechanische Spezialwissen stimmen, wie bei den Schätzen genauso. Wenn nicht, müssen wir diesen Level trainieren. Und natürlich auch immer Vorsicht vor Tyrannen. Die sind natürlich nicht so winzig klein wie die S-Monster. Aber später, wenn ihr auch eine Scale habt, gibt es da riesige, mächtige Wesen, auch in den Lüften, gegen die ihr kämpfen könnt. So, ich würde vorschlagen, wir machen uns wieder auf ins Blade-Quartier. Sind ja zum Glück nicht so weit weg. Denkt auch immer daran, dass ihr die Datensonden unter anderem auf eurer Karte sehen könnt. Aber manchmal seht ihr eine und könnt sie vielleicht nicht erreichen. Meistens sind die dann in Höhlen oder ähnlichem. Also es ist jetzt nicht immer so, dass eine Datensonde immer sichtbar ist. Ich hau mal hier ab. Sieht nämlich nicht so gut aus für uns. Also schaut euch immer um. In den abgelegensten Stellen können die versteckt sein. Ihr seht zwar da immer einen Lichtstrahl, aber dieser ist nicht immer verlässlich. Na komm, mach den platt. So. Wieder ein paar Items mitgenommen und im Rang gestiegen. Das gefällt mir doch sehr. Och nö, komm. Weg. Weg. Wir möchten ja erstmal vorankommen, damit wir überhaupt hier ein richtiger Blade Scout werden. Was soll nur aus uns werden, wenn wir diesen Job nicht kriegen? So viel Auswahl gibt es ja hier auf dem Planeten nicht.
hallo Thomas. Tschüss Thomas. So, so. Dann geht's gleich ab ins Blade Home. Auf der Karte kann man die Gefahrenstufe von Segmenten an ihrer Farbe erkennen. Ah, das ist auch ein guter Trick. Dann ab ins Quartier. Mal sehen, was unser lieber Minister von uns möchte. Noch sieht unser Blade Home ein bisschen nackig aus. Da ist er wieder, Jean-Claude Van Damme. Nein, nein. Im Japanischen hieß er wirklich Van Damme. Sorry we missed you last time. We could have come to meet you at HQ, you know. Indeed. I suggested as much. Twice. And we know how much I enjoy being told what to do. Anyway, I hear you tangled with a tyrant, way out of your league, on a training mission, no less. That was reckless, and goddamn magnificent. Wer kann, der kann, sage ich dazu nur. Wir haben auf jeden Fall genug Kohle bekommen zum Einkaufen später. Das finde ich sehr gut. Und manchmal muss man auch ein bisschen vorpreschen. Speichern werden wir direkt. Finde ich sehr gut. Und dann gibt es wieder eine Cutscene. So, Commander, to what do we owe the pleasure of your visit here today? Well, I can't just ask Nagi to do everything for me. I'd be out of a job. Hey, I delivered you the new recruit, didn't I? Yeah, you won the bet. Don't worry about it, all right? I'll settle up with you later. You know I'm good for it. The bet? I'm sure I'm needed elsewhere. If you'll all excuse me, Commander. Well, that wasn't obvious at all. Huh. Look at you two. I swear, you're like two children excited about a new toy. Look who's talking. I don't recall ever seeing you file a request to personally train a rescue before. Is that so odd? It is before we'd even asked her to become a blade, little Miss Stick in the rear. Usually I ask when I don't get your slang expressions, but something tells me to just let that one go. Enough about that. Where are your manners, anyway? I still haven't been introduced to our new recruit here. Commander Vandam is Blade's top officer. In a past life, I was chief engineer on the White Whale. Same idea, basically. Someone has a problem, I fix it. You follow? Huh. Not much for conversation, are you? So you still haven't told us why you're here. From the look of things, I'm guessing this isn't a social call. You don't think? No. So let's cut the crap and get down to business. Ha! Sounds like you're learning my expressions just fine, Elma. Anyway, first we need Chatty Cathy here to choose a division and pull an assignment. Tja, wir könnten jetzt natürlich Enthusiasmus zeigen bei dieser wunderbaren Rede der beiden. Oder wir könnten uns die Division erklären lassen. Und ich denke, das ist eine gute Sache, denn da kriegt ihr nochmal alles mit, was so eine Division ist und was sie denn so tut. Pretty much everyone in New LA works for Blade, in one of several different fields. Helping to explore Mira, or to maintain order in the city, or, well, you remember Nagi's speech, right? There are 8 different fields in all, and each one has its own branch within Blade. Officially, they're called divisions. Naturally, you'll want to choose one that best suits your personality and your talents. Let's start with the Pathfinders.
Pathfinder's #1 responsibility is planting data probes, like you did on your training mission. It may not be the sexiest job, but important? You bet your ass it's important. We've only been on Mira 2 months. We don't know jack about this place. The more probes we install, the faster we can get our bearings here and give ourselves a fighting chance. We've already detailed how important it is we expand the Frontier Nav network ASAP. So, for the time being, I'll just remind you of the highlights. It helps us keep Blade safe. It helps us keep the city safe. And most important of all, it's the key to locating the missing parts of the Lifehold and recovering the rest of the human race. Okay, next up, Interceptors. You met Akalov and Evans, right? Irina and Gwen? This is their division. Interceptors have one main duty: protect New LA and everyone in it from the wildlife here on Mira. Right now, this is probably our busiest division. Interceptors ride shotgun for the research eggheads, they escort VIPs around, and they help any other idiots who get caught out there with their pants down. Next are the Harriers. Remember Doug Barrett, the Skell pilot conducting the test flight with Lynn? He's part of the Harriers. If you think of the Interceptors as defense, Harriers would be New LA's offense. They specialize in preemptive strikes on clear and obvious threats. But only on clear and obvious threats. They're not meant to go out and just blast any indigen that moves. And you got your Reclaimers. These guys are in charge of finding the other pieces of the White Whale. Among other things, that is. Including anything of ours left behind after a battle. Skell debris, weapons, personal effects. Da It ist er can get wieder, a bit Yelf. morbid, frankly, but it's gotta be done. Until we're up and running here on Mira and have this place completely figured out, everything we brought from Earth needs to be treated like it's irreplaceable. Also, the search for the Lifehold. That's mostly on the Reclaimers. Next, Curators. Curators are the first to scout ahead to unexplored territory, bringing back whatever samples they can get their hands on. Fruits, bugs, sticks and stones, you name it. It's not all picking berries, though. Being a curator also means being the first to encounter unknown indigens. Next? All right, prospectors. Prospectors do, well, prospecting. They poke around, looking for minerals, resources, and whatnot. Things we need for everyday life here. We packed all the essentials we could on the White Whale, but that won't last forever. We need to be able to replenish our water and fuel if we want to survive. And sooner or later, we're gonna have to figure out how to replace things from scratch. From the socket on a Skell's knee joint, right down to the frying pan in Lynn's kitchen. Without these guys busting their butts, we'd have no future to speak of. Next up, Outfitters. All of our ground gear and Skell weaponry is developed in conjunction with private arms manufacturers, or AMs. Outfitters are Blade's way of supporting these AMs. They'll seek out anything that might inspire new weapon ideas, and even assist with testing new prototypes. Finally, the Mediators. These are the folks who keep everything hunky-dory with John and Joan Q public. Any problems a civvy has, they come to Mediators. Fight with your neighbor? Mediators. Lost cat? Mediators. It's not a division for everyone. You need to be a jack of all trades, and a people person. Someone with my charming personality? Probably not the best mediator. But if you got what it takes, it's a clutch role, keeping things cool on the home front. All right, so I think that's all 8 divisions. Any idea which one you'd like to join? Don't fret about it too much. Whichever you choose, you still have a lot of freedom in how you operate.
Mediators can still get out there and mix it up, hunt indigents, whatever. And if a Harrier wants to take a break and settle an argument, that's their prerogative too. To be honest, even though it's sort of frowned upon, you can actually change your division whenever you like. So there's really no reason to stress about this. Alright, you ready to choose? So, wir entscheiden uns auf jeden Fall, aber nicht mehr in diesem Part, denn der war doch jetzt doch mal wieder ziemlich lang. Das sind die ersten Parts We're immer. on pins and needles here. Wir werden uns natürlich festlegen und ich würde natürlich gerne von euch wissen, welche Division würdet ihr denn wählen? Es gibt natürlich, wie gesagt, die Pathfinder, die Daten sollen installieren, Interceptoren, die Bürger von NLA vor einheimischen Kreaturen beschützen, die Harriers, die bekämpfen die gefährlichsten Kreaturen, Reclaimer, lokalisieren und bergen Trümmerteile, Kuratoren sammeln neue Materialien, Prospektoren, die bauen Viranium ab, Outfitter, die hatte ich in der japanischen Version, da hießen sie noch ARMS, die unterstützen die Rüstungsfirmen beim Entwickeln neuer Waffen und das Lösen von Konflikten, das überlassen wir den Mediatoren. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen und im nächsten Part entscheiden wir uns dann für eine eigene Division.